400 Erdbeben in einer Woche und 45 Millionen Kubikmeter flüssiges Magma. Der jüngste Vulkanausbruch in Island war der stärkste in der Region seit 800 Jahren und wir mittendrin. Wollt ihr hautnah miterleben, wie es ist, mit diesem Helikopter ganz dicht an 2 aktive Vulkane zu fliegen? Ein faszinierendes Erlebnis, das wir gerne mit euch teilen möchten. Wir nehmen euch mit auf eine spannende Reise und zeigen den Flug von der ersten bis zur letzten Sekunde. Vielleicht gefällt es euch so gut, dass ihr selber einmal nach Island reisen und einen Heli-Rundflug machen wollt. Die Spannung steigt, denn wir sitzen bereits im Helikopter und die Pilotin hat die Maschinen gestartet. Schnallt euch an, es geht los! Während unseres gemeinsamen Flugs erzähle ich euch viele nützliche Infos über die isländischen Anbieter für Hubschrauber-Rundflüge, was ihr vor der Buchung und vor dem Abflug wissen solltet. Und ich zeige euch natürlich alles, was wir gesehen und erlebt haben. Macht euch auf ein paar spektakuläre Bilder gefasst. Los geht's am Inlandsflughafen von Reykjavik, der sich tatsächlich mitten in der Stadt befindet. Ihr werdet es gleich sehen, denn wir bekommen direkt eine wunderschöne Aussicht über die City geboten. Jetzt kommt aber erst noch eine Überraschung, denn wir fliegen nicht alleine, sondern mit insgesamt 3 Hubschraubern im Formationsflug. Wir sind ganz vorne, die anderen beiden direkt hinter uns, weshalb wir auch gerade kurz anhalten, um auf die beiden zu warten. Und jetzt achtet mal darauf, wie wir starten. Ich war selber ganz überrascht, dass die Hubschrauber nicht einfach vertikal aufsteigen, so wie ich es von früheren Hubschrauber-Rundflügen kenne, sondern wie ein Flugzeug zunächst der Startbahn folgen. Interessant. Kaum in der Luft zeigt sich die ganze Schönheit der isländischen Hauptstadt Reykjavik. Rechts seht ihr bereits das markanteste Gebäude der Stadt und gleichzeitig die größte Kirche Islands, die Hallgrímskirche, die sich prachtvoll über die City erhebt. Ein Besuch lohnt sich. Die moderne Architektur lässt erahnen, dass es sich um ein relativ junges Gotteshaus handelt. Mit dem Bau wurde erst 1945 begonnen, fertiggestellt wurde sie sogar erst 1986. Geradeaus erkennt man einen der Häfen von Reykjavik. Hier gibt es zahlreiche Anbieter für Walbeobachtungstouren und hier fahren gelegentlich auch ein paar der kleineren Kreuzfahrtschiffe ab. Natürlich fahren hier auch größere Kreuzfahrtschiffe, die starten aber etwa 5 Kilometer weiter östlich am dortigen Kreuzfahrtterminal. Falls es euch interessiert, ich werde kurzfristig noch ein Video über eine Island-Umrundung an Bord des jüngsten Schiffs der Hurtigruten-Flotte veröffentlichen. Da zeige ich euch, was es von Bord aus zu sehen gibt und ob sich die Reise überhaupt lohnt. Ein kurzes Video mit Highlights vom Golden Circle und ein weiteres Video mit ein paar der schönsten Wasserfälle Islands sind ebenfalls in Vorbereitung. Schaut gerne nochmal in meinen Kanal oder abonniert ihn direkt, dann werdet ihr da nichts verpassen. Wir sind ungefähr Richtung Norden gestartet, müssen aber etwa 30 Kilometer Richtung Süden, um zu den Vulkanen zu gelangen. Daher fliegen wir zuerst eine große Schleife. Von jetzt an dauert es mehrere Minuten, bis wir am Ziel sind. Damit es nicht zu langweilig wird, lasse ich den Flug etwas schneller laufen und nutze die Zeit, um euch erste Infos zu den Hubschrauber-Rundflügen in Island zu geben. Fangen wir mit den Anbietern an. Es gibt da so einige, wie zum Beispiel Helicopter.es, Flightseeing.es oder Reykjavik Helicopters. Wir selber sind mit Glacier Heli geflogen. Was sie alle gemeinsam haben, sie bieten nicht nur Vulkantouren an, sondern auch Sightseeing-Touren zu den schönsten Plätzen der Insel, wie zum Beispiel den Wasserfällen, Gletschern und so weiter. Das Angebot ist riesig. Am besten schaut ihr euch bei Interesse selbst einmal auf deren Seiten um. Ich habe euch die genannten Anbieter in der Beschreibung verlinkt. Und nur um Missverständnissen vorzubeugen, dies ist mein ganz persönlicher Erlebnisbericht, kein Werbefilm. Wir haben den Flug selbst bezahlt und bekommen keine Provision von irgendeinem der Anbieter. Wir möchten nur ein tolles Erlebnis mit euch teilen und euch motivieren, selbst einmal in einen Helikopter zu steigen. Die Vulkantour dauert insgesamt etwa 30 bis 40 Minuten, das hängt vom Wetter und vom Flugaufkommen ab. Manche Anbieter behaupten, sie fliegen 45 Minuten, das ist aber meist nicht richtig. Die Kosten für einen solchen Flug sind leider ziemlich happig und starten bei etwa 400 € pro Person für den halbstündigen Flug, bei dem die Route vorgegeben ist und auch andere Gäste mit in der Maschine sitzen. Wer möchte, kann sich natürlich auch einen individuellen Flug nach den eigenen Wünschen zusammenstellen lassen. Diese können dann auch mehrere Stunden dauern und diverse Landungen enthalten. Dafür muss man dann aber auch gleich mehrere tausend Euro investieren. Wenn ihr jetzt wissen wollt, wie viel Vorlauf man für seine Buchung einplanen sollte, dann wird euch meine Antwort erstaunen. Denn wir selbst haben diesen Flug erst einen Tag vorher gebucht und hatten keine Probleme, noch einen Platz zu bekommen.
Das lag aber auch daran, dass wir zeitlich flexibel waren, sie bei unserem Anbieter mit 3 Helis gleichzeitig gestartet sind und nahezu jede Stunde einen Abflug hatten. Wer ein abgelegeneres Ziel sehen möchte oder gar eine individuelle Tour plant, der sollte allerdings mehrere Wochen vorher buchen. Nachteil dabei: Wenn sich eure Pläne ändern, dann kann es sein, dass ihr eine Stornogebühr zahlen müsst. Diese fällt je nach Anbieter und je nach Vorlauf der Stornierung unterschiedlich hoch aus. Von April bis Oktober werden übrigens deutlich mehr Flüge angeboten als in den Wintermonaten. Versteht sich irgendwie. Aber ein Vulkanversprechen gibt es natürlich auch dann nicht. Denn wenn gerade kein Vulkan aktiv ist, dann ist einfach kein Vulkan aktiv. Wir hatten uns zum Beispiel schon vor der Abreise auf die Tour gefreut, aber kurz vor unserer Landung auf Island endete plötzlich die vulkanische Aktivität. Wir waren völlig enttäuscht. Trotzdem hatten wir am Ende doch noch Glück, denn noch während wir auf der Insel waren, kam es zu einem erneuten Ausbruch, dem 5. und bisher letzten in seiner Reihe, sodass wir spontan doch noch an einem Flug teilnehmen konnten. Direkt vor uns liegt die Halbinsel Reykjanes. Bis März 2021 war das hier eine ruhige Gegend, denn es hat in dieser Region seit 800 Jahren keine Vulkanausbrüche gegeben. In den 28 Monaten danach ist allerdings der Fagradalsfjall gleich 3-mal ausgebrochen und dabei war jeder Ausbruch um ein Vielfaches stärker als der vorherige. Ich selbst hatte Glück, denn ich habe einen der heiß begehrten Plätze direkt neben der Pilotin ergattert und so kann ich bereits frühzeitig sehen, was wir gleich Tolles erleben werden. Langsam steigt die Spannung, denn wir können bereits den Rauch der aktiven Vulkane am Horizont sehen. Die kleineren Rauchsäulen links und rechts sind übrigens von der flüssigen Lava, die in alle Richtungen davon fließt. Hier unten direkt vor den aktiven Vulkanen sehen wir bereits große schwarze Flächen. Man kann deutlich erkennen, dass dies die ganz frische Lava ist, die sich hier erst bei der letzten Eruption der vergangenen Wochen ergossen hat. Ich werde euch später auf dem Rückflug weitere Hubschrauber-Tipps geben, zum Beispiel zu den Flug- und Wetterbedingungen oder zu den besten Plätzen im Helikopter. Nur jetzt möchte ich euch zuerst die Gelegenheit geben, ein paar spektakuläre Bilder zu genießen und ich möchte euch ganz viel über die Vulkane selbst erzählen. Im Dezember 2023 begann eine neue Ausbruchsserie nur wenige Kilometer weiter. Ich hatte es ja schon angedeutet, dass der Ausbruch, den wir selber miterleben durften, der 5. und bisher letzte Ausbruch dieser neuen Serie war. Er begann am 29. Mai, nachdem sich ein mehr als 4 Kilometer langer Spalt öffnete, der bis zu 50 Meter hohe Lavafontänen erzeugte. Hier im Bild sieht man wunderschön von oben auf die beiden aktiven Vulkane. Unglaublich, wie flüssig das Magma spritzt. Fast wie in einer überdimensionierten Suppe, die sprudelnd überkocht. Auch gut zu erkennen ist die ebenfalls flüssige Lava, wie sie in einem beeindruckenden Tempo voranfließt. Wir sind so nah am Geschehen, wir haben fast vergessen, die Aufnahmetaste zu drücken. Aber man soll ja auch mit den Augen schauen, nicht nur mit der Kamera. In der Woche vor diesem Ausbruch wurden rund 400 Erdbeben in dieser Gegend registriert, während sich unter der Erde etwa 20 Millionen Kubikmeter Magma angesammelt hatten. Eine unvorstellbar große Menge. Der Lavafluss in den ersten Stunden des Ausbruchs wurde auf unglaubliche 1500 Kubikmeter pro Sekunde geschätzt. Das war noch mehr als beim vorherigen Rekordhalter dort, dem Ausbruch von März bis Mai. Mit einem Volumen von 45 Millionen Kubikmetern Magma, das entspricht 340 Mal dem Volumen der Titanic, und einer betroffenen Fläche von 9,3 Quadratkilometern war das in jeder Hinsicht der größte Ausbruch dieser Serie. Frühere Eruptionen waren wie gesagt deutlich schwächer, da konnte man sogar noch in der Nähe wandern oder mit dem Hubschrauber landen. Die jetzigen Ausbrüche sind allerdings so stark, dass das Gebiet weiträumig für Touristen abgesperrt ist und in den angrenzenden Gebieten auch für die einheimischen Evakuierungen angeordnet wurden. Direkt an der Küste erkennt man den Fischerort Grindavik. Traurige Bekanntheit erlangte der Ort allerdings während der jüngsten Eruptionen, denn da riss die Erde erstmals in unmittelbarer Nähe einer dicht besiedelten Gegend auf. Die flüssige Lava bedrohte dabei die gesamte Ortschaft, denn sie lief direkt auf sie zu und hat mehrere Häuser bereits unter sich begraben. Die Behörden mussten die Gegend für mehrere Monate sperren und die gesamte Ortschaft evakuieren. Inzwischen hat man aus erkalteter Lava rund um Grindavik eine Art Schutzwall errichtet, wodurch die flüssige Lava erfolgreich am Ort vorbei umgeleitet wurde. Dennoch, die Regierung hat allen Bewohnern ein Angebot unterbreitet, ihre Grundstücke und Häuser zu kaufen, um ihnen den Umzug in eine sicherere Gegend zu ermöglichen. Fast alle Einwohner haben den Deal bereits angenommen.
Am oberen Bildrand ist das weltberühmte Geothermie-Spa, die Blaue Lagune, zu sehen, ein absoluter Touristenmagnet. Namensgebend ist der milchig-blaue Farbton des Wassers. Dieser entsteht durch seinen hohen Kieselsäuregehalt, der einen weichen, weißen Schlamm erzeugt. Das Wasser ist zudem auch reich an Salzen und Algen. Bereits in den 1990er Jahren wurde nachgewiesen, dass diese besondere Zusammensetzung einen Heilungseffekt bei bestimmten Hauterkrankungen hat. Ein findiger Geschäftsmann kaufte direkt das gesamte Areal und begann mit der Vermarktung. Inzwischen kommen jährlich über 1 Million Besucher in die Blaue Lagune und in die dazugehörigen Hotels. Sie liegt mitten in einem Lavafeld und in unmittelbarer Nähe zu den jüngsten Eruptionen. Den Betreibern wird vorgeworfen, aus Habgier den Betrieb viel zu lange offen gehalten zu haben. Aber dank staatlicher Verordnungen musste auch die Blaue Lagune zuletzt mehrfach evakuiert und tagelang komplett geschlossen werden. Ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt habt, aber was ich ganz toll fand war, dass unsere Pilotin an jeder Attraktion mindestens einmal rechts im Kreis und einmal links herum geflogen ist, sodass die Passagiere nacheinander die herrliche Aussicht genießen konnten. Wir fliegen jetzt weiter in Richtung Osten. Das gesamte Vulkansystem ist etwa 15 Kilometer lang und 5 Kilometer breit. Die Dimensionen lassen sich nur aus der Vogelperspektive, oder soll ich besser sagen aus der Helikopterperspektive, so richtig erahnen. Wir fliegen jetzt zu einem Krater, der zuletzt vor wenigen Jahren ausgebrochen ist. Er ist zwar derzeit erkaltet, weshalb wir schön tief darüber fliegen können, er gilt aber immer noch als aktiv. Sind das nicht wahnsinnig schöne Aufnahmen? Man stellt sich fast die Frage, was beeindruckender ist. Ein aktiv sprudelnder Vulkan, wie wir sie gerade gesehen haben, oder dieser, der sich in den schönsten Farben präsentiert, die die Natur in dieser Gegend zu bieten hat. Hier, wo die Vulkane gerade pausieren, kann man übrigens auch wieder Wanderungen unternehmen und man darf sogar mit der Drohne fliegen, wenn man sich an gewisse Vorgaben hält. Bei dem Wind, der hier allerdings während unseres Besuchs geherrscht hat, habe ich meine Drohne tatsächlich nur wenige 100 Meter fliegen lassen, bis sie mich mehr als deutlich zur Rückkehr aufgefordert hat. Sie hat es nicht mal mehr geschafft, einfach nur auf der Stelle stehen zu bleiben und wäre dadurch beinahe in einen der Berge gekracht, wenn ich sie nicht manuell gerettet hätte. Das ist ein gutes Stichwort, denn auch wir müssen langsam zurückkehren. Ich mache den Film mal wieder etwas flotter, denn so viel gibt es für den Moment nicht zu sehen. Aber ich habe euch ja noch einige Infos zur Sitzplatzvergabe und zu den Wetter- und Flugbedingungen versprochen. Jeder Helikopter ist unterschiedlich konstruiert und hat unterschiedlich viele Sitzplätze. Üblich sind 4 bis 6 Gästeplätze. Diese sind teils am Fenster, teils in der Mitte, teils neben den Piloten. Auf den meisten Plätzen fliegt man vorwärts, auf manchen aber auch rückwärts. Mit welchem Heli man am Ende fliegt, wird einem vorher nicht gesagt. Macht euch also auf alles gefasst, was da kommen könnte. Der Flug ist, wie man auch an den Aufnahmen sehen kann, teilweise ziemlich schaukelig. Man sollte also weder Höhenangst noch einen nervösen Magen haben. Wer vorne oder direkt am Fenster sitzen möchte, kann zwar seinen Wunsch vorab äußern, aber am Ende muss der Pilot oder bei uns eben die Pilotin die Maschine ausbalancieren und das geht nur, wenn er oder sie selbst die Passagiere gleichmäßig nach deren Gewicht platziert. Wie ihr aber schon gesehen habt, ist es am Ende auch völlig egal, ob ihr links oder rechts sitzt, denn alle Anbieter fliegen einmal links und einmal rechts im Kreis um alle Attraktionen herum, sodass man mal die bessere und mal eben die andere Seite hat. Aber jeder bekommt gleich viel zu sehen. Und wer denkt, der Platz in der Mitte sei nicht so gut, das stimmt nur auf den ersten Blick, denn wer genauer hinsieht, erkennt, dass man sich von der Mitte aus zu beiden Seiten beugen und überall was sehen kann. Auch nicht falsch. Und zum Schluss noch ein paar nützliche Informationen, was passiert, wenn das Wetter nicht mitspielt. Island ist ja für sein wechselhaftes Wetter bekannt. Schlechtes Wetter ist zwar Ansichtssache und ein bisschen Regen ist sicher kein Grund, nicht zu fliegen. Anders sieht es bei starkem Wind aus oder wenn die Sicht so schlecht wird, dass ein sicherer Flug nicht mehr stattfinden kann. Dann wird der Anbieter von sich aus den Flug stornieren. In dem Fall bekommt man aber in der Regel seinen kompletten Flugpreis erstattet. Wir haben tatsächlich diese Erfahrung gemacht, denn unsere ursprüngliche Buchung wäre einen Tag früher gewesen. Mit flightseeing.es. Dort hat man am Tage des Abflugs aber aufgrund stürmischer Böen entschieden, nicht zu fliegen. Sicherheit geht ihm vor. Zuerst hat der Anbieter versucht, einen Ersatztermin zu finden, der auch bei uns gepasst hätte, aber als uns das nicht gelungen ist, wurde uns umgehend der gesamte Betrag erstattet, ohne Diskussionen. Super Service, wir waren begeistert. Inzwischen sind wir zurück in Reykjavik.
Hier rechts zeige ich euch noch schnell die erst 2021 eröffnete Sky Lagoon, einem weiteren Geothermalbad mit atemberaubendem Blick auf das Meer. Deutlich kleiner als die blaue Lagune, aber auch deutlich günstiger und definitiv einen Besuch wert. Bevor es Richtung Landebank geht, erhalten wir noch einen schnellen Blick auf die Privatuniversität. Ein spaciges Gebäude direkt am Wasser. Studieren mit Meerblick, das hat was. Bleibt mir nur noch, mich dafür zu bedanken, dass ich euch mit auf diesen tollen Flug nehmen durfte. Ich hoffe, er hat euch ebenso begeistert wie uns. Wenn ja, dann freue ich mich über ein Like und ein paar nette Worte in den Kommentaren. Und wenn ihr gerne weitere Abenteuer aus der Ferne miterleben wollt, dann abonniert gerne diesen Kanal. In Kürze folgen Videos zum Kajakfahren im Eis von Alaska, Tauchen an den schönsten Plätzen der Weltmeere oder eine Inselumrundung um Island. Danke und auf bald!